that Radha Damodar temple is the center of the spiritual world because of the transcendental activities that went on here amongst the followers of Lord Chaitanya, led by Srila Rupa Goswami. Der Radha Damodar Tempel in Vrindavan ist einer der wichtigsten Tempel und er ist einer der ältesten, nämlich einer von den 7 Haupttempeln, mit denen alles begann in Sri Vrindavan Dham. Dieser Tempel wurde eröffnet und etabliert von Jiva Goswami und Jiva Goswami hat den Radha Damodar Deti im Jahre 1558 auf den Altar getan und seinen Worship etabliert und er wird von da an bis heute täglich in einem sehr hohen Standard verehrt. Hare Krishna, Jai Radha Damodar. I welcome all the devotees to Radha Damodar temple. Radha Damodar temple in Vrindavan, it's one of the very important temple in 7 temples. This is the place where our Gaudiya Vaishnava Sampradaya took birth and still it is existing. Our 6 Goswamis of Vrindavan has come here, has done a lot of meeting and discussed a lot about Gaudiya Vaishnava Sampradaya to spread the holy name all over the world. Radha Damodar temple, Srila Prabhupada has said, this is the center of the spiritual world. In Radha Damodar temple, there are 4 deities. In between, you have darshan of Damodar ji, then Radha Rani, then Lalita Sakhi. They are worshipped by Sri Jiva Goswami. The deity is carved by Rupa Goswami in 1542. Then it was handed over, given to Jiva Goswami for the worship. The first deity in the right hand side, the tallest deity, is Radha Vrindavan Chandra. Radha Vrindavan Chandra is worshipped by Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishnadas Kaviraj Goswami is the author of Chaitanya Chaitamrit. The third deity is Radha Madhav. Radha Madhav is worshipped by Jaidev Goswami. Jaidev Goswami is the author of Geet Govinda. The fourth deity, when Krishna played flute and he done a pastime with all the gopis, notorious activities. That time the name called Radha Chalchikan. Radha Chalchikan is worshipped by Bhugarbha Goswami. Bhugarbha Goswami and Lokanath Goswami are the first Goswamis who came to Vrindavan before 6 Goswamis. This is the temple where in Vrindavan there are 5,000 temples. In 5,000 temples, Radha Damodar temple is one temple where you have a special darshan of Giriraj Shila. The Govardhan Shila is there. In that Shila, Krishna's right footprint, cow's footprint, flute footprint and stick footprint are there. This was given to Sanatan Goswami by Lord Krishna himself and told him, keep this Shila at Radha Damodar temple and do 4 circumferences parikrama of the temple. Your 1 Giriraj parikrama will be successful. Bol Giriraj Maharaj ki jai. In Radha Damodar temple, whosoever does this, the 4 parikrama, his 1 Giriraj parikrama is successful. Srila Jeev Goswami's main samadhi is here. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami samadhi is here. Bhakti Siddhanta Saraswati Path samadhi is there. Many other Gaudiya Vaishnava sannyasis, Gaudiya Math, all Maharaj's Pushpa samadhis are here. In our Gaudiya Vaishnava Sampradaya, Shri Rupa Goswami is our main acharya. We all do Rupa Nuga Bhakti. Shri Rupa Goswami samadhi is here. Rupa Goswami Bhajan Kuti is here. And in 1959, my great-grandfather Acharya Shri Gorachand Goswami Pad allowed Srila Prabhupada to stay over here at Radha Damodar temple. And Srila Prabhupada stayed over here for 6 years. He translated Bhagavad Gita into English in these rooms. He translated Bhagavatam first canto, 3 volumes into English into this room. He started a magazine called Back to Godhead in this room. Srila Prabhupada has taken a special inspiration and mercy of Shri Rupa Goswami. And from Radha Damodar temple, Srila Prabhupada has gone to first time to New York.
and he spread the holy name all over the world. He has always said, the temple of Jiva Goswami is my heart and soul. The Radha Damodar temple is the center of the spiritual world, and I eternally resides at Radha Damodar temple. So I bless all the devotees. Radha Damodar showers his merciful blessings onto everyone. You all come for darshan of Radha Damodar and keep on shining in a smile. Spread the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Radha Damodar Lal ki jai. Shri Giriraj Maharaj ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Jai Jai Shri Radhe Nitai Gaur Hari Bol. My name is Acharya Damodar Chandra Goswami, the 16th successor Goswami of Jiva Goswami descendant. Hare Krishna. Hare Krishna, wir sind hier im Radha Damodar Tempel und hier hinter mir seht ihr, auf der rechten Seite von mir ist der Samadhi von Srila Rupa Goswami, und Srila Rupa Goswami hat den Damodar Deity mit den eigenen Händen gestellt, und deswegen ist der Radha Damodar Deity sehr, sehr speziell. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, seht ihr den Bhajan Kutir. Und in dem Bhajan Kutir finden wir ein Originalfoto, das werden wir euch auch zeigen hier, wenn wir aufzeigen, ein Originalbild von Srila Rupa Goswami. Und in seinem Samadhi auf der anderen Seite finden wir einen Deity, und den werden wir euch auch zeigen. Und im Hintergrund seht ihr, oder hier überhaupt in dieser Halle, in der wir gerade sitzen,
Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum wir hier in einer Halle sitzen. Zu Zeiten Srila Prabhupads war dieser ganze Bereich hier offen, unter freiem Himmel. Und es gab hier Originalbäume und durch den Schutz vor den Affen haben sie jetzt hier eine Riesenhalle konstruiert und stellen diese Bäume hier nach. Und im Hintergrund seht ihr einen Altar und auf diesem Altar haben wir uns sagen lassen, da wird ein Panchatattva installiert werden. Und das ist auch sehr, sehr schön, also dass mehr Lord Chaitanya im Fokus steht, auch hier in Sri Vrindavan Dham. Und dann wird es hier eine zweite Ebene geben, da kann man nämlich mit Treppen hochgehen und oben soll dann auch ein Raum sein, wo nur Vorträge gehalten werden. Bloß da wird es keine persönlichen Vorträge geben, sondern wird Prabhupada sitzen direkt und Srila Prabhupada wird Klassen geben. Jeden Tag, den ganzen Tag würden dann Srila Prabhupads Klassen in diesem Raum laufen und die Pilger können sich da hinsetzen und können Srila Prabhupads transzendentale Klangschwingung lauschen. Srila Rupa Goswami Ki Jai! Wir sind genau zur Mittagszeit hier und es ist was ganz Spezielles passiert. Wir durften nämlich teilhaben an einem täglichen Ritual, das hier passiert. Jeden Mittag wird Bhoga geopfert zu allen Deities und dann wird das Mahaprasadam direkt hier zum Bhajan Kutir von Srila Rupa Goswami gebracht und ihm auch da gebracht. Und auf der anderen Seite haben wir ja den Samadhi. Und ich hatte mich ein bisschen gewundert, warum es hier da gebracht wurde, zu dem Bhajan Kutir und nicht direkt zu dem Samadhi von Rupa Goswami. Hat der Pujari mir erzählt, warum. Er meinte nämlich, dass Rupa Goswami hat hier jeden Tag gechantet und er war so in Ekstase, hat geweint und alles und hat auch in diesem Bhajan Kutir sozusagen seinen Körper aufgegeben. Er hat seine ganze Zeit hat er hier verbracht und dann wurde danach der Samadhi für ihn sozusagen erbaut. Und weil Rupa Goswami seine ganze Liebe wird sozusagen das Mahaprasadam im Bhajan Kutir dargebracht und das jeden Tag. Und wir durften jetzt sogar Aufnahmen davon machen und wir sind sehr gesegnet, dass wir so viele Aufnahmen machen durften. Und das haben wir im Endeffekt Srila Prabhupada zu verdanken. Weil hier die Devotis hier vom Radha Damodar Tempel freuen sich sehr über die westlichen Devotis und sehr über die Devotis von der ISKCON. Und das haben wir alle Srila Prabhupada zu verdanken und wir sind Rupanugas, wir sind Followers Srila Rupa Goswami und deswegen ist dieser Platz hier, Radha Damodar Tempel, für uns so, so wichtig. Und wer noch nicht hier war, bitte kommt hierher und besucht diesen Ort und gibt eine Spende für die Renovierung des Tempels und für den Worship Damodars. Srila Prabhupada Ki Jai! Hier könnt ihr den Bhajan Kutir von Srila Prabhupada sehen und hier in diesem Fenster, was jetzt sehr schön gecarved ist hier, ist das Originalfenster, an dem Srila Prabhupada gekocht hat, seine Küche. Und von dieser Küche aus hat er sein Essen zubereitet und dann hat er sich vor dieses Fenster gesetzt und hatte direkten Blick auf Srila Rupa Goswamis Samadhi, den ich jetzt direkt im Endeffekt anschauen kann. Und Prabhupada hat hier in diesen Räumen 6 Jahre war er hier und hat das Srimad Bhagavatam im ersten Kanto übersetzt vom Sanskrit ins Englische und das Buch Easy Journey to Other Planets. Und mit diesen Büchern ist er dann nach Amerika im Jahre 1965 aufgebrochen, um die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein zu gründen. Und wie ihr hier seht, es ist alles sehr schön renoviert und es wird alles sehr schön renoviert hier im Radha Damodar Tempel. Und das haben wir auch den ISKCON-Devotis und den Devotis weltweit zu verdanken. Hare Krishna.
यमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल संजन दशमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल संजन धन मदन मनहर कालिय दमन विधान गोपी परान धन मदन मनहर कालिय दमन विधान